Und damit willkommen zu einer neuen Folge von LA Noire. In der letzten Folge hatten wir eine junge Frau, die umgebracht worden ist, vermutlich. Und zwar durch Schläge und Morphin. Ja, durch die Schläge nicht, aber es wurde ihr auf jeden Fall wehgetan. Well, hello. What can I help you with today? Plus eine Spritze Morphium. Also eine Überdosis. LAPD, ma'am. Und jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwas Neues in Erfahrung bringen. No, ma'am. We're making some inquiries about Julia Randall. Does she work here? No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? She was found dead this morning. Arbeitsgeschichte des How Opfers. long had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Boah, schwierig. Warum sollte das eine Lüge sein oder so, ne? Aber wir haben aber auch sonst dann nichts, ne? Durch übermögliche Todesursache, Modeljob. Sollte ich das damit mal versuchen? Oh, da bin ich jetzt wirklich unsicher. Fragen wir mal die. Ist doch die Wahrheit, ne? How long Ja. had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands sometimes come in here with their wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy, and neither was I. Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Heather, these gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is she? She's a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, a wonderful company. That's a lovely engagement ring. Do you like it? Henry gave it to me. I'm very interested in engagement rings. Do you mind if I take a closer look? That's some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must really love you. Beziehung zum Opfer? How did you meet Julia? I was introduced through my fiancé, Henry Arnett. Boah, warte mal. Die hat doch gerade was. Nee, das stimmt. Och, Mann. Ah. Das ist die Wahrheit? Komm, ich versuch's mal mit der Henry's your Wahrheit. beau. Tell us about it. Yes, he is. Henry has a fashion business. He and Julia have been friends for years. Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? Ja, ich versuch's mal mit der Aussage Julia was kept by this Henderson character. The apartment, clothes, jewelry. der Dingsdame da. Was she a call girl? How would I know? What evidence is there that says that Julia is a prostitute? Oh, okay. Mann. Goldring mit 2-karätigem schwarzen Saphir. Da habe ich zuerst nachgesucht gehabt. Jetzt könnte ich die Jacke wieder nehmen. Oder aber das hier. Aussage des Hausmädchens. Drei mögliche Sachen, ne? Einmal jetzt die Jacke, die darauf führen könnte, dass sie irgendwie eine Beziehung mit einem Mann hatte oder ein Mann da war. Versuchen wir einfach. If Julia is hard, it's because of her background. To put it politely, she was quite poor. But a call girl? I think that's ridiculous.
quite frankly. Ach, That's all Mist, for ey. now, Miss Swanson. Could you ask your fiancé to visit Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Now, wait a moment. I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. What? Oh no. Oh, I can't believe it. She was so full of life. Ja, Schwamm drüber. So, einmal telefonieren, Roy. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Are there any messages for me? Yes, Detective. The coroner's been asking to speak to you. I can connect the call if you like. Mach mal. Please, thank you. Muss ich nie extra hinfahren. Al? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy. Verdammt, verdammt. Sure thing, Mal. We'll be right over. Roy, wir haben ein Problem. Jetzt gibt's richtig Ärger, Roy. Wo bist du? Ach, der sitzt schon da. Meinst du, You ich know the fahre? way. You can drive. All right, where Einen to? verdammten werde ich tun. Du fährst. Mach die Sirene an. Wir wollen ein bisschen zügig sein. Mal gucken, was er uns zu erzählen hat. Bin ich mal echt gespannt. Hat er vielleicht jetzt genau die genaue Todesursache herausgefunden? Dass es eine Überdosis war oder vielleicht anhand der Verletzung? Was ist das da drin? Achso, das war ein Stift. That price is outrageous. Bin da. Cole, Roy, I have some information for you. 2 Leichen hast du? You're the only person enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms 2 sets of hands, so we have 2 killers. Death was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here to gloat? We already heard your theory. We agree that she was murdered. Yes, of course. I have something else to show you. All right, Mal, what gives? The dead guy's name is Jimmy LeBlanc, career burglar. He came in this morning. Someone stove his head in with a lump of 2x4. So what? Good riddance. I found 2 syrettes in his jacket pocket. Wow. Hang on a minute, Roy. We're listening, Mal. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could be from getting his head remodeled. Time of death, Mal. Maybe an hour or 2 after the Randall girl. So you're saying Laughing Boy here could be one of our killers? That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else. Hat er da ein Blatt? Ach nee, das ist der Zettel. Ich dachte, der hätte vielleicht Blatt unter dem Fuß noch kleben. Holy shit, er wurde aber auch echt zugerichtet, ne? Mann, 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 mein Freund, ne? Hast dich mit dem Falschen eingelassen. Ja, ist tot. Oh, der hat schon die Organe entnommen. Lecker. Ist das mit einer Waage? Jo. Krass, krasser Dude. Wo soll ich denn hin? Da. Sorry, I don't play. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. Carruthers. Yeah, he's here. I'll send him over. Warum wollen alle heute irgendwas von They have a mir? guy called Henry Arnett in interview 2 for you next door. Let me know how you get on. Sure, Mal. And thanks for the lead. Mal. Wir Sure, gucken Mal, mal. thanks for the lead. Roy, der ist aber auch unfähig. Verdammt, Roy, reiß dich zusammen. Wenn du noch einmal mit dem besprichst, feuer ich dich. So, los geht's. Hol ich mir einen neuen Kollegen. Da hole ich mir den Bekowski wieder. Oh, den Rusty. Rusty hatten wir auch. In 2 war das, ne? Nicht Room 1. In Room 1 sitzt nämlich keiner. In dem 2. Da, Interviewraum 2. Grüß dich. Mr. Arnett, Hallo. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about Julia. Beziehung zum Opfer. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business, and
Julia occasionally modeled for me. Boah, schwierig, was soll ich denn da jetzt sagen? So, das wird ja jetzt keinen Sinn machen, oder? Soll ich das mal versuchen mit dem, mit der Hausjacke? Oder zählt dir die Hausjacke nur bei dem Haus mit? Ja, mache ich anzweifeln, He's komm. asking whether you banged her in a chuck on the shoulder fraternity kind of way. I'm engaged to be married. It wouldn't be polite. Answer the question. This will remain private. Heather won't have to know. Yes. We had relations. Also doch vielleicht die Jacke. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Ja, komm, also zweifle ich auch an. Da habe ich jetzt nichts You know Genaues. nothing about a man named Henderson? Yes, you're right. Henderson, yeah. Very distinguished. How about a first name, Distinguished. wise guy? An address, maybe? I'm sorry, I don't. I think he lives somewhere out of town. Somewhere back east. Einbruchsverdächtiger Ever heard of a LeBlanc. Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is he an entertainer or something? Ja, da haben wir noch gar nichts zu. Aber überhaupt nichts. So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julie Randall's murder? If this guy is a criminal, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Heather Hey, told die us eine that you hatte were ich in falsch. fashion. Hat er mir das nicht als richtig gemacht erst? That's right. Hä? Director. Ja, leg weg. Oh, Some kind of traveling salesman? Once I got out of the Corps, I used my... You were in the Marines? Sure. I'm proud of it. Fighting Sixth. You were in the 6th Marines? Yes. I was a captain. Which company? Various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of other places. That will be all for now, Henry. You've been very helpful. That son of a bitch was never in the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl. Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have them get in touch via KGPL when they have some information. jetzt muss ich fahren? Ach so, wir machen eine Verfolgungsjagd. He was squirming like a worm in there. Don't you love it when they pull the war hero excuse? Actually, maybe you don't. Was ist das denn? Was ist das denn für eine Straße hier? Hallo? 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 Was ist mit euch? Ich hab hier einen Einsatz, verdammt nochmal. like Arnett to be a better liar. Er rammt auch einfach ein Taxi weg. Ist ihm egal, weißt du. Ups. Ich kann das auch. Aus dem Weg, verdammt, ich habe einen Einsatz hier. Guck mal, der ist gleich weg. Hat mich jetzt so schockiert, dass er einfach das Taxi umgeballert hat. Da musste ich nachziehen, weißt du? Da musste ich einfach nachziehen. Komische Gegend hier. Ist ein Stoppschild. Where are you taking us, Henry? So, weiter geht's. Auch so ein Cabrio. Total unauffällig, ne? Wunderbar. Der will da rein. Nee, ich hab nichts gesagt. Der fährt aber auch, ne?
Whoa, back off before we get made. Roy, was will ich ohne dich machen? Pass auf, ich zeig dir was. Zack, zack. Hast du gesehen, Roy? So macht man das. Easy. Ist das. That idiot never stepped foot in Okinawa. Are you trying to blow our cover? Ich wollte hupen. Mann, ich vergesse das immer, dass wir eine beschissene Sirene haben. Gut gerettet, Roy. Mir eigentlich gerade eine geklatscht oder was war das? Der will irgendwas loswerden, ne? Was ist mit ihr? He needs Hä? money and fast. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him. See how he intends to spend the money. Too much slack. Gotta get closer. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Ja. Hä? Ich war versteckt, mein Freund. Ich war versteckt. Ich war so versteckt. Das glaubst du gar nicht, wie versteckt ich war. Kann ich in sein Auto eigentlich einsteigen? Ich glaube, den hatte ich noch nicht. Can't risk losing the trail. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Die Frage, ob es geht, ob ich weit genug entfernt bin dafür jetzt. Dass wenn er sich umdreht, wo ist er? Da ist er. Der will jetzt wahrscheinlich da um die Ecke gehen. Das heißt, will er nicht. Voll die Verarsche. Voll die Verarsche, ich hänge am Baum. Ah, Inkognito. Guck mir deine Zeitung an. Ah, jetzt muss ich aber los. Sag mal deine Zeitung. Schöne Zeitung. Oh, tolle Zeitung. Das ist eine verdammt gute Zeitung. Ja, die ist toll. Ich muss weiter, mein Freund. Schuhputzer-Ding. Schnell. Nein, was machst du, Cole? Jetzt setzt er sich da hin. Kommt da eigentlich einer? Nein, es kommt keiner. Der setzt sich einfach nur hin. Da ist einer. Oh. Warte. Komme. Guck mal, der wartet auf mich. Der ist voll nett. Uah. Too much slack. Gotta get closer. That's right, Mexico City. One-way ticket, please. Next available seat. That would be 1 day from now. Is that okay? It's going to have to be. Warum will er nach Mexiko? LAPD, the man who just came in here, he bought a ticket? Yes, sir. To Mexico City tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. What have you got? He bought a ticket from Mexico City tomorrow night. That's good. But this is better. Oh my God, it's Fabergé. Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Arnett only got 600 clams. Beverly.
Ja, und jetzt? Der macht nichts. So, Roy, kannst du wieder haben. Habe ich das jetzt als Hinweis? Falsch. Ja. Wunderbar. Gut, dann ist alles in Ordnung. So, Roy, ich muss mal kurz telefonieren. Bleib du mal sitzen, ne? Verdammt, da hätte ich lieber hinfahren sollen. Was war das denn für ein Move? Hä? Da. Mal gucken, wen wir jetzt anrufen. Kennungsdienst. Cole Phelps, Badge 1247. How could I help, Detective? Messages, please. Yes, Detective. Detectives Bukowski and Galloway request you return to Hollywood Station. They have information in the Julia Randall case. Any luck with the arrest record check on Jimmy LeBlanc? Yes, Detective. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was Patrolman Fred Wallace. He's posted to Hollywood 9th Beat Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Thanks. Officer Wallace treffen. Tja, wo gehen wir jetzt zuerst hin? Ne? Das ist dann die Frage. You're behind the wheel. Also wir haben noch Hollywood Polizeirevier oder Hollywood Revier Streife 9. Hä? Also einmal mit Bukowski und einmal mit dem anderen. Zwei verschiedene unterschiedliche Reviere. Merkwürdig. Mal gucken, was der möchte. Bukowski, der gute Bukowski. Sir, I need the contraband list. Items stolen over the last year. Hang on, I'll dig out a copy for you. Ach, die wollen gucken mit dem Etui. Here you go. Thanks. So. Is the cigarette case on there? Also, Silber, Fabergé Gold, da. It's here. Arnett Miss must be out of his mind Beverly trying to move this while under a murder Everstrom. cloud. Hallo. Und jetzt? Ja? Silver Pillbox. Seems Julia wasn't the first bored society girl to hide her bennies in that pillbox. Loading. Ja, aber sonst ist doch hier nichts mehr. Was möchte denn jetzt von mir? Ich hab's doch gefunden. Mrs. Everstone. Ja, haben wir doch. Und jetzt? Wir sollten doch mit Bukowski und so quatschen, oder? Oder war das woanders? Nee, da wollten wir doch einen anderen Polizisten treffen. Machen wir erstmal jetzt hier die Streife. Einmal zu der Streife.